Hallo, heute machen wir super einfach diese glasierten Maronen. Dazu brauchst du nur 2 Zutaten. So, dann lass uns direkt anfangen. Hier habe ich jetzt bereits eine teflonbeschichtete Pfanne, die schalte ich jetzt schon mal auf die höchste Stufe. Gebe hier als erstes den Rohrohrzucker rein. So, den hier so ein bisschen in der Pfanne verteilen. So, und jetzt hier einfach nur warten, bis sich der Zucker auflöst und quasi zu einer Art Karamell wird. So, du siehst hier, wie sich der Zucker jetzt schon schön anfängt aufzulösen. Hier einfach nur abwarten, bis er sich komplett aufgelöst hat. Und dann geht es auch direkt weiter. So, die hier so ein bisschen am Außenrand sind, noch nicht geschmolzen, schiebe ich jetzt noch mal ganz leicht rein, damit der restliche Zucker hier auch noch schön schmilzt. So, und jetzt, wo alles geschmolzen ist, geben wir das Wasser dazu. Vorsicht, das zischt. Und setzt sich jetzt auch erstmal so ein bisschen ab. Das wird sich aber gleich lösen. Hier geben wir jetzt schon die Maronen mit rein. Das waren bereits vorgekochte Maronen. Du kannst aber auch gefrorene Maronen nehmen. Du kannst sie auch selber frische nehmen und so vorbereiten. Ich habe es da gerne mal ein bisschen einfacher. Glasierte Maronen passen übrigens super zum Gänsebraten oder auch zu Wildgerichten. Du kannst mir aber auch gerne schreiben, wozu du glasierte Maronen machst. Diese lassen wir jetzt so erstmal in diesem quasi karamellisierten Zuckerwasser köcheln, bis sich das Wasser fast aufgelöst hat. So, wie du siehst, ist die Flüssigkeit jetzt so gut wie weg. Hier jetzt nochmal die Maronen drin wenden, damit überall was von diesem glasierten Zucker dran ist. So. Und dann sind sie auch schon fertig. So, und dann sind hier unsere fertig glasierten Maronen. Die haben jetzt ca. 15 bis 20 Minuten vor sich hingekocht. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar und abonnieren nicht vergessen, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst.